Hast du dich schon einmal gefragt, warum manche Beziehungen, die so vielversprechend beginnen, am Ende nur Schmerz und Enttäuschung hinterlassen? Es ist eine Frage, die sich viele von uns stellen, oft nachdem es bereits zu spät ist. Der Anfang einer neuen Liebe fühlt sich oft magisch an. Es gibt Schmetterlinge im Bauch. Die Welt scheint heller und man konzentriert sich voll und ganz auf die schönen Momente. Die intensive Aufmerksamkeit, die süßen Worte, das überwältigende Gefühl, jemand Besonderes zu sein. All das kann uns blind machen für die subtilen Warnzeichen, die sich im Hintergrund abzeichnen. Doch genau hier liegt die größte Gefahr. Es gibt Frauen, die eine Fassade aus Wärme und Zuneigung aufbauen, die perfekt und liebevoll erscheint. Aber hinter dieser scheinbar makellosen Oberfläche verbirgt sich etwas ganz anderes. Ein Muster aus Manipulation, das darauf abzielt, dich emotional zu kontrollieren. Wenn du diese Red Flags, diese roten Warnsignale, nicht erkennst, läufst du Gefahr, in eine emotionale Abhängigkeit zu geraten, dich ausnutzen zu lassen und am Ende völlig unglücklich und erschöpft zu sein. Deshalb ist es so wichtig, diese Warnzeichen zu kennen. Sie sind wie ein Kompass, der dich vor emotionalem Schiffbruch bewahren kann. Sie können dir viel Leid ersparen und dir den Weg zu einer wirklich gesunden, ehrlichen und respektvollen Beziehung zeigen. Natürlich ist es wichtig zu betonen, nicht alle Frauen sind so. Die meisten sind aufrichtig und suchen eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Aber gerade weil es so schwierig sein kann, den Unterschied zu erkennen, musst du lernen, aufmerksam zu sein. Und denk daran, dein Bauchgefühl ist oft dein bester Freund. Es lügt fast nie. 6 Warnsignale, die du ernst nehmen solltest. Lass uns diese Warnsignale genauer betrachten, damit du sie erkennen und dich schützen kannst. Erstes. Das Lovebombing, wenn Liebe zu schnell wächst. Stell dir vor, du lernst eine Frau kennen und schon nach wenigen Tagen oder Wochen überschüttet sie dich mit einer Lawine aus Zuneigung. Nachrichten im Minutentakt, überschwängliche Komplimente, Geschenke, die die Beziehung auf eine unrealistisch hohe Stufe heben. Alles fühlt sich wunderbar an, fast zu perfekt, um wahr zu sein. Und genau das sollte dich stutzig machen. Das Problem bei dieser Intensität ist, dass sie oft nicht echt ist. Sie ist eine Strategie, um dich schnell an sie zu binden und dich abhängig zu machen. Sie erschafft eine künstliche Realität, in der du dich so besonders fühlst, dass du bereit bist, alles für sie zu tun. Aber sobald du dich an diese ständigen Liebesbekundungen gewöhnt hast, beginnt das Spiel sich zu drehen. Die Zuneigung wird nun als Belohnung eingesetzt. Du bekommst Nähe, Bestätigung und Aufmerksamkeit nur noch dann, wenn du ihren Wünschen und Regeln folgst. Wenn du dich widersetzt, folgt eine plötzliche Kälte, Abwertung oder sogar offene Geringschätzung. Dein Selbstwertgefühl beginnt zu bröckeln. Und das ist genau ihr Ziel. Dich emotional so zu schwächen, dass du dich noch abhängiger von ihr fühlst. Zweite. Die Schuldumkehr, wenn du immer der Sündenbock bist. In einer gesunden Beziehung übernimmt jeder die Verantwortung für seine Fehler. Bei manipulativen Menschen ist das anders. Vielleicht läuft bei ihr etwas in ihrem Job oder mit ihrer Familie schief, und anstatt die Verantwortung zu übernehmen, sucht sie einen Schuldigen und findet ihn in dir. Plötzlich bist du verantwortlich für ihre schlechte Laune, ihre Probleme oder ihre Enttäuschungen. Gleichzeitig wird sie deine Schwächen immer wieder betonen und dich ständig kritisieren. Dieses Verhalten erzeugt bei dir ein tiefes Gefühl von Schuld, auch wenn du objektiv nichts falsch gemacht hast. Ein Mann voller Schuldgefühle ist leichter zu steuern. Wenn du ständig kritisiert wirst und kaum Anerkennung für das bekommst, was du gut machst, beginnst du irgendwann selbst zu glauben,
dass mit dir etwas nicht stimmt. Du entschuldigst dich für Dinge, die nicht deine Schuld sind, nur um den Frieden zu wahren, und verlierst dabei Stück für Stück dein Selbstvertrauen. Dritte. Die Egozentrik, wenn sie immer Recht hat. Eine Partnerschaft sollte ein Team sein, in dem man sich gegenseitig respektiert und offen austauscht. In einer toxischen Dynamik ist das nicht der Fall. Sie dreht jede Diskussion so lange, bis sie als die unangefochtene Gewinnerin dasteht. Deine Meinung, deine Gefühle, deine Perspektive, all das wird abgetan oder ignoriert. Egal wie sehr du dich bemühst, die Situation zu erklären, am Ende bist du immer derjenige, der falsch lag oder etwas falsch verstanden hat. Dieses Verhalten zeigt eine tiefe Egozentrik und einen Mangel an Respekt. Wenn sie nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern oder dir zuzuhören, selbst wenn du ihr deine Gefühle offen mitteilst, dann ist das ein sehr deutliches Signal. Es ist eine Warnung, dass sie nicht an einer echten Partnerschaft interessiert ist, sondern an einer Machtstruktur, in der sie die Kontrolle hat. 4. Die ständige Negativität. Was sie über andere sagt, wird sie auch über dich sagen. Achte genau darauf, wie sie über andere Menschen spricht. Lästert sie ständig über ihre Freunde, ihre Familie oder ihre Kollegen? Macht sie andere schlecht, um sich selbst besser zu fühlen? Wenn sie eine ständige Quelle der Negativität ist und immer nur das Schlechteste in anderen sieht, dann sagt das sehr viel über ihren Charakter aus. Sei dir bewusst, früher oder später wird diese Negativität auch dich betreffen. Heute kritisiert sie ihre beste Freundin, die nicht perfekt ist, morgen die Kollegin, die einen Fehler gemacht hat. Und irgendwann wird sie dich mit derselben Schärfe beurteilen und kritisieren. Wer nicht in der Lage ist, positive Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und zu pflegen, wird es auch mit dir nicht können. 5. Das Spiel des Gedankenlesens. Erwarte nicht, dass ich dir alles sage. In einer gesunden Beziehung kommuniziert man offen. Man äußert Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen klar und direkt. Ein manipulativer Mensch hingegen spielt ein Spiel. Sie sagt dir nicht, was sie will, sondern erwartet, dass du es einfach errätst. Und wenn du nicht ihre Gedanken lesen kannst, wirft sie dir vor, dass du sie nicht wirklich verstehst oder dass du dich nicht genug um sie kümmerst. Dieses Verhalten ist extrem respektlos und unfair. Es ist ein ständiger Test, den du nicht gewinnen kannst. Du wirst immer das Gefühl haben zu versagen, weil es unmöglich ist, die unsichtbaren Regeln zu befolgen. Gesunde Beziehungen funktionieren durch ehrliche Gespräche, nicht durch emotionale Spielchen. 6. Nähe als Druckmittel. Intimität unter Bedingungen. Körperliche und emotionale Nähe ist ein essentieller Teil jeder Partnerschaft. Aber sie sollte aus echter Zuneigung, Vertrauen und dem Wunsch nach Nähe entstehen. Wenn sie Nähe als Waffe einsetzt, um dich zu kontrollieren, ist das kein Zeichen von Liebe, sondern von Macht. Sie entzieht dir Zuneigung als Strafe, weil du etwas getan oder gesagt hast, was ihr nicht gefiel. Sie macht Intimität zu einer Belohnung, die du dir verdienen musst. Dieses Verhalten ist zutiefst manipulativ. Es zwingt dich, ihre Wünsche zu erfüllen, weil du die Nähe, die dir entzogen wird, wieder zurückhaben möchtest. Es ist ein Spiel mit deinen Gefühlen und deinem Bedürfnis nach Liebe und Verbundenheit. Deine Entscheidung und dein Weg zu mehr Glück. Wenn du eines oder mehrere dieser Anzeichen erkennst, dann hast du jetzt die Chance, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, bevor du noch tiefer in diesen toxischen Kreislauf gerätst. Nimm dir einen Moment und frage dich: Willst du wirklich deine Zeit, deine Energie
und dein Herz in jemanden investieren, der mit dir spielt und dich manipuliert? Dein Glück, deine innere Ruhe und dein Selbstwertgefühl sind zu kostbar, um sie für toxische Muster zu opfern. Wahre Liebe basiert auf Respekt, Ehrlichkeit, gegenseitiger Unterstützung und dem Wunsch, das Leben gemeinsam zu gestalten, nicht auf Macht, Kontrolle und Manipulation. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses wichtige Thema nachzudenken. Pass gut auf dich auf, sei achtsam und triff die Entscheidungen, die dich stark und glücklich machen.